Oh, ist das kalt. Ich bin auch nicht viel schlauer, aber es ist gar nicht schlimm. Der Haufen zieht dir ja echt die Suppe vom Teller. Mal schauen, ob da was Lustiges passiert auf dem Weg. Wir zeigen euch heute 10 unterdurchschnittlich gute Achterbahnen. Und oh, was war das denn? Und dann geht's nach unten. Das sieht halt alles kacke aus. Also von da drüben sah es noch nachher aus. Näher ist das Wort. Unregelmäßige Werbung. Boah, das war hart. Voll krank. Eine Mischung aus hässlich und Retro-Charme, den man noch so kennt irgendwie. Nee, ist schon hässlich. Wu-Tang Clan the Ride. Falscher Park. Ja, genau deswegen nicht, weil ich Batman bin. Und ich habe mir eine Gurke mitgenommen. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind in den USA. Wir sind gerade im Bundesstaat Indiana. Da sind wir auch gestern von Ohio aus angekommen. Jetzt habe ich ihn gefunden. Und machen uns jetzt erstmal ready. Und erstmal hier der Kleinwagen Class G4 macht. Heute ist Becherwechsel. Es wurde übrigens auch schon auf Insta gefragt, welche Farbe die Kühlbox dieses Jahr hat. Gut, dass wir eine Kühlbox haben. Ja, ich hab's gesagt. Oh, ist das kalt, ist das kalt. Oh, ist das kalt. Bist du stark? Schön. Schön ist das, schön. Guck mal hier in die Sonne. Oh, beautiful. So, wir sind erstmal beim Frühstück. Es ist wieder alles einzeln eingeschweißt. Also Äpfel und so eingeschweißt kennen wir schon. Aber jetzt jede Scheibe, also die Becher einzeln eingeschweißt. Jede Scheibe Toast eingeschweißt, finde ich spannend. Was dieser Glibber hier ist, ich habe keine Ahnung. Ich bin auch nicht viel schlauer, aber es ist gar nicht schlimm. Es ist herzhaft, aber bestimmt irgendwie so irgendwas mit Käse und weiß ich nicht was. Also der Speck drin wäre oder so. Das ist gar nicht so schlecht. Es schmeckt ein bisschen wie so eine Füllung von irgendeiner komischen Rolle aus Asien, weißt du, wo du eine Fleischrolle hast, wo irgendwas Flüssiges drin ist. Das ist die Füllung davon. Aber was? Kommt gerade Lieferung hier im Hotel. Kommt man hier raus, man denkt so, kommt das ist wie so ein DHL-Auto oder so. Nee. Wie heißt der in den USA? Was ist das? Das Na? du weißt jetzt gerade nicht, was du meinst. Semi-Trailer-Truck. Ah ja. By the way, das hier ist ein Full-Size-Truck. Der Haufen zieht dir ja echt die Suppe vom Teller. Eckdaten haben wir keine, aber wir können ja mal unter der Haube gucken. Die Isolierung mit dem Ford-Logo drin ist ja geil. Teufel ist das für ein Monster? Ich kränkel, soll ich sagen. Ja, ich kränkel. Es ist ätzend. Aber gut. Wir sind jetzt ja unterwegs nach, haben wir ja schon gesagt, wo wir hinfahren? Wir reden so viel den ganzen Tag. Ja, wir reden so viel den ganzen Tag. Wir fahren nach Six Flags St. Louis. Es dürfte für alle ein Begriff sein und die Geschichte dahinter. Wenn nicht, guckt euch die Vlogs an. Sweet South Tour. Genau, ich kann mir das ja nicht merken, ne? Das wisst ihr ja schon.
Aber ihr wisst das alles dreimal so gut wie ich, also von daher. Aber ich weiß, wie die Geschichte war. Ja, wir fahren dahin. Ich habe gestern extra nochmal geguckt, ob es heute auf ist. Heißt nichts, aber wir gucken mal. Und jetzt auf dem Weg dahin haben wir einen Zeitzonenwechsel. Wir bekommen quasi eine Stunde geschenkt. Und das ist immer schön. Andersrum ist immer doof, aber so... Wird auch wieder passieren. Ja, es wird auch wieder passieren, richtig. Aber so kann man sich da immer dran gewöhnen. Der Park macht auch erst um 11 Uhr auf. St. Louisianischer Zeit. Und ja, wir fahren jetzt noch immer 2 Stündchen durch die Prärie hier. Ist nicht so spannend, aber okay. Und was aber spannend war vorhin ein Hinweis, der auf so einem, ja, wie nennt man so einer Matrix war. Das hatten wir ja schon mal in anderen USA-Vlogs auf jeden Fall, dass das passiert ist. Und da stand drauf, ich weiß nicht, war das Red Alert? Ja? Red Alert, Missing Person. Und da stand dann, dass ein roter Jeep Cherokee mit dem Kennzeichen, dass der halt quasi irgendwie damit zu tun hat, dass man den dann suchen muss oder finden muss. Und also man muss gar nichts, aber dass man vielleicht darauf achten kann, wenn man den sieht, dass man dann die Polizei ruft. Es gibt verschiedene Arten von Alerts, verschiedene Farben, Silber, Gold und weiß ich nicht, was es noch alles gibt. Nur Red, Silver und Amber. Amber gibt es auch noch, stimmt. Und wir haben jetzt keine amerikanische Telefonnummer, sondern eine Hongkong-chinesische, die in unserer eSIM mit drin ist. Die ist halt auch einfach in Hongkong gültig, die SIM-Karte. Vielleicht ist deswegen auch eine Hongkong-chinesische Telefonnummer. Aber sonst haben wir, wenn wir eine US-amerikanische Telefonnummer hatten, haben wir dann auch eine SMS bekommen. Also das ist direkt sofort, wenn hier eine Nummer registriert ist in den Staaten, dann hast du sofort dann auch eine SMS. Hast keine Wahl. Und ja, das wollte ich noch erzählen. Wir haben bis jetzt keinen roten Jeep Cherokee gesehen. Aber wir halten natürlich die Augen offen. Und sagen euch Bescheid, wenn wir ihn dann gefunden haben. Wenn wir Headhunter geworden sind. Ja, genau. Bounty Hunter. Polizei voraus. Sehe ich nicht. Manchmal stehen die in der Baustelle, aber das müsste ja jetzt genau hier sein. Hier nicht. Hier nicht. Na gut. Ja, 2 Stunden noch und dann sind wir da. Mal schauen, ob noch was Lustiges passiert auf dem Weg. So, nach 3 Stunden kommen wir gerade an. Open in Rot zu machen ist auch immer gut. Peoples, so, wir haben es auf den Parkplatz geschafft. Wir sind schon mal weiter als beim letzten Mal. Man muss aber sagen, dass das schon wieder nicht funktioniert hat mit unserem Season Pass und dem Parkplatz-Upgrade. Dass ihr das hier wieder nicht scannen konnte. Das war ja bei Six Flags Darien Lake auch, jetzt über Six Flags St. Louis. Scheinbar könnte da das Problem werden. Wir haben noch einen Six Flags haben wir noch, ne? Ja. Wo wir das nochmal validieren können. Dass das mit dem Parken nicht klappt beim Scannen. Ich glaube auch, dass mit dem Eintritt wird jetzt gleich nicht klappen. Und dann zeigen wir einfach wieder unseren ollen Zettel,
wo drauf steht, dass wir All Parks gebucht haben. Das ist ja wirklich gagelig mit denen. Also die sind jetzt eins, aber auch irgendwie nicht. Letztes Jahr haben wir schon gesagt, ey, haben wir auch schon so eine Tour überlegt. Nee, machen wir nicht. Das muss ich erstmal einspielen, nicht im ersten Jahr, wo die zusammen sind. Jetzt im zweiten Jahr tut es immer noch nicht. Also wer weiß, wie schlimm es letztes Jahr war, beziehungsweise ob das überhaupt so ging. Pünktlich, Viertelstunde vor unserem Eintreffen hier hat es natürlich jetzt angefangen zu regnen. Bad Weather, Great Coasters ist theoretisch so eine Idee für einen Tourname, aber Great Coasters werden wir hier heute auch nicht erwarten. Wir zeigen euch heute 10 unterdurchschnittlich gute Achterbahnen. Also unsere Erwartungshaltung ist sehr niedrig, das heißt, wir können vielleicht überrascht werden. Es gibt eine Bahn, die ist cool, die ist ein Highlight. Mr. Freeze, Reverse Blast oder nur Blast, man weiß es nicht. Reverse Blast. Der ist jetzt Reverse. Ja. Fahren wir also doch rückwärts. Dann gibt es 3 Holzachterbahnen hier. Die haben das Potenzial, uns positiv zu überraschen oder zu zerstören. Und insgesamt erwarten uns hier theoretisch 10 Achterbahnen. Und euch im Video jetzt auch. Gleich haben wir auch irgendwann mal den Eingang erreicht. Da ist ja auch die Hacke im Wund, du. So, Pibi, du. Ja, Pibi müssen wir auch beide. Ja, sie wollte uns übrigens gerade noch Preferred Parking verkaufen. Ja. Das ist da hinten. Nee, das ist der Drop-Off. Wo war das? Nee, ist denn hier irgendwo? Ja, hier ist das. Ja, nee. Eingesprüht haben wir uns jetzt nicht, aber... Ich konnte nicht denken, ich muss Pibi. Dann, das verantworten wir jetzt, dass wir heute nicht eingecremt sind. Mist. Ja, aber auch untypisch für die USA, dass es halt nirgendwo Free Sunscreen gibt. Das ist sonst normal, aber das ist auch cool. Ja. Oh, ab dem Punkt darf man keine Pistolen mehr dabei haben. Ey, das ist ja ärgerlich. Der Polizist darf da aber rein mit seiner Pistole? Weiß man nicht. Ja, genau, hier steht auch schon wieder die Polizei, beziehungsweise könnte sein, dass er drin rumrennt. Wir schauen mal. So, Karten scannen an der Tür ging auch nicht, aber den QR-Code auf unseren Zettel, also wir haben die E-Mail ausgedruckt mit den Tickets, den QR-Code scannen geht. Digga, was weiß ich. Wir sind auch immer noch davon überzeugt, dass das Parkplatz-Upgrade nicht gekauft ist, aber trotzdem einfach so hingenommen wird. Ja. So, American Thunder ist die erste Achterbahn, an der wir vorbeikommen. Eine Holzachterbahn. Das sehe ich. Wer es gebaut hat, sehe ich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, von der Schiene könnte das GCI sein. Das Geräusch eigentlich auch so. Und es ja, GCI, der Zug auch. Millennium Flyer Zug. Wie witzig, die haben einen doppelten Lokführung. Guck mal. Das ist ja süß. Da fährt nur eine Seite. Ja, American Thunder, coole GCI Holzachterbahn, klein, also klein in Anführungsstrichen, ne? Bockt aber, cooles Layout, fährt ein bisschen unangenehm, aber ein schlechter GCI ist immer noch besser als einige gute andere alte Dinger. Keine Ahnung. Nee, also bockt auf jeden Fall, cooles Ding. Wir rennen jetzt doch noch mal zum Auto zurück, weil es jetzt gerade voll heiß wird, die Sonne auch sich ein bisschen durchkämpft. Vor 2 Tagen so kalt gewesen, jetzt so warm. Mann. Die Stelle nehme ich jetzt noch mit, glaube ich. Das ist schon cool. Sie kämpft einfach. Hall of Justice heben wir uns noch auf, ist ein Dark Ride, ein interaktiver Dark Ride bei Six Flags, die sind aber alle gleich. Gleich ist auch Mr. Freeze Reverse Blast, aber das ist cooler.
Also cooler weiß ich nicht, ne? Es ist natürlich kälter, aber wir machen jetzt erstmal natürlich die Achterbahn, vor allem bei diesem unbeständigen Wetter, bevor wir uns auf den Dark Ride stürzen. Sind wir schon gefahren, so ähnlich, in Six Flags Over Texas, da haben sie das Ding auch nochmal. Und man wird aus der Station rausgeschossen. Das Ganze ist ein Shuttle Coaster und man kommt irgendwann senkrecht oben wieder raus. Und oh, was war das denn? Pollen. Ah. Und hier ist auch noch das Rafting zwischendrin. Wenn du das Rafting fährst, kommst du auf jeden Fall mit dem Batik-T-Shirt wieder raus. Ey. Ja, Premier Ride, slim gelaunchter Coaster. Ja, geiles Setting drin. Gab es früher mit Animatronic noch und so. Ich glaube, das haben sie auch alles hier nicht mehr. Und dann geht das da rückwärts raus, vorwärts rüber. Ja, verrückt. Genau, da geht es dann senkrecht hoch und dann wird man noch mal so ein Stück weiter hoch gelauncht und dann geht es nach unten. Das ist ziemlich crazy. Und gut, dass wir am Ausgang noch mal hier vorbeikommen für einen Shot für euch. Der Ausgang so weit ist. Ja. Und das ist hier, also da wird man rausgelauncht. Hier ist der ganze Launchtrack. Ich habe auch keine Ahnung, wo es jetzt irgendwann mal hier reingeht. Aber es ist auch gut, dass wir viel laufen und nicht viel stehen. Das muss man ja mal positiv sehen. Ja, aber Six Flags, ne, das sieht halt alles kacke aus. Unglaublich. Direkt ein Alarm, der hat gesagt, Six Flags sieht kacke aus. Ist auf jeden Fall ein Kühlschrank hier drin. Oh Gott. Oh, ich will das eben. Ganz viel wieder auf einmal. Erstmal beim, wie heißt der, Thunder River, genau, beim Rafting hier. Auch beim Blockflug, überall in den USA sitzen da Bademeister oder beziehungsweise Lifeguards am Rand und passen auf, dass euch nichts passiert. Wir haben uns dagegen entschieden, zum Auto zu laufen und ja, entweder schwitzen wir oder tragen die Pullover oder nehmen das Leben so hin. Es ist auch immer, du kannst ja hier rausgespült werden. Ja, Evakuierung oder Boote rein. Alles Mögliche, ne? Ist ja verrückt. Und sind dann zu Mr. Freeze, wie man ja gerade unschwer mitgekriegt hat. Ja. Ich habe leider nichts gehört von dem, Gut. was du gesagt hast. Ja, ist auch egal. Ja, Walk On. Coole Bahn, einfach coole Bahn. Fährt ein bisschen ruppig, aber coole Bahn. Hat Spaß gemacht. Die Leute haben auch Bock. Ja, viel zu laut auf jeden Fall, aber das Konzept ist total crazy. Rückwärts aus der Station rausgelauncht werden 2 Züge. Verschiebegleis, pam, 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 pam. Also das läuft auch richtig gut. Auch hier ist wieder der Gurt am Bügel dran. Whatever.
guest Velocity. With me is Craig Question and Benjamin. They started off the year a little slow, like we expected. Uns hat es jetzt weitergetrieben und wir sind am Pandemonium vorbeigelaufen. Gerstlauer Spinning Coaster, Standard-Layout, so wie man das in jedem Six Flags Park findet. Und man sitzt sich gegenüber, das ist immer lustig, das Layout macht Spaß, steht einfach so da. Einfach so da steht auch die neueste Achterbahn, der Vekoma Family Coaster wahrscheinlich, nicht Junior Coaster. Sounds hört ihr Rennen, ist der Rookie Racer. 2 Runden, sehr cool gestalteter Zug. Lackierung der Schiene finde ich auch cool, Setting ist absolut hässlich. Also wirklich unterirdisch. Fährt sich aber sehr, sehr gut. The Boss, die Holzachterbahn, die hier neben steht, hat gerade irgendwie ein Problem und fährt gerade nicht. Das hat nämlich jetzt als nächstes eigentlich gemacht. Das wird knapp. Eine Runde müssen sie noch, denn die jetzt Pendel hier, der Joker und der Rookie Racer dürfen nicht gleichzeitig fahren, aber ich kann hier drunter stehen. Das macht keinen Sinn, weil eben haben sie abgewartet, bis die Fahrt durch war, weil der schwingt halt ziemlich nah hier hin. Also von da drüben sah es noch nachher aus. Näher ist das Wort. Unregelmäßige Verben nur. Das ist schon crazy. Ja, das ist mit Boss ist jetzt natürlich doof, weil wir direkt neben dem Eingang sind. Und wir jetzt 5 von 10 Achterbahnen schon abgehakt haben und das Ding ziemlich groß und cool aussieht. 5? Habe ich 5 gesagt? Das sind aber 4. Ja, mal ein Test, ob du aufpasst. Ach Mann, Leute. Aber da waren gerade viele mit Warnwesten und so, dann waren Sirenen zu hören. Keine Ahnung, ob es irgendwie jemand schlecht geworden ist oder so. Müssen wir hier wieder über die Gleise. Eingang ist auch jetzt gerade zu. Ich weiß gar nicht, wie das aussah, als wir hier gerade angekommen sind, weil wir haben erstmal das kleine Ding abgehakt. Das ist doof. So. Ich brauche keinen Raschtraum. Hier ist so ein Amphitheater. Dann gehen wir jetzt unter der Achterbahn her. Hier wieder richtige Asphalt-Cowboys unterwegs. Alter, da hat doch einfach nur einer oben den Asphalt runterlaufen lassen, hier den Berg. Also glatt gezogen ist er nämlich auch nicht. Aber dann gibt es wieder so Ecken, die sehen so auch nett, also hässlich nett aus. Schöner Lost Place. Schön. Passend zum Old Glory Theater dahinter, was voll weggammelt. Ja, der Boss steht jetzt da. Naja, schauen wir mal. Hätte ja auch einfach mal einmal alles laufen können, ne? So, arme Schnürchen. Genau, Screaming Eagle, nächste Holzachterbahn. Da steht man auf jeden Fall diesmal an. Catwoman Whip ist ein Propeller oder Booster oder was auch immer, der aber auch nicht läuft und in seiner Parkposition steht. Und dahinter gibt es auch noch einen Vekoma Boomerang. Ring of Fire. Deswegen ist bei Screaming Eagle ein bisschen Q-Line. Die fahren mit geringer Kapazität. Aber ich finde es cool, dass es dran steht. Also war halt cool. Ja, hat was. Leute, wir sehen Sterne. Alter, mein Gehirn ist die ganze Zeit gegen die Stirn geklatscht von innen. Nicht von außen? Nee, nicht von außen. Und dann hätte ich das auch im Fach gelassen, wie manch anderer das auch tut immer.
Alter Schwede. Screaming Eagle. Out of back layout, also out of the park. Durch den Jungle, back in den Park. Tschüss, Junge. Also das Layout ist ja geil. Die Bahn ist mega schnell. Du fährst eigentlich nur geradeaus. Das ist auch gut, weil Kurven kann die Bahn nicht. Oh nee. Kranki stirbt jetzt komplett. Weil die Kurven, Alter, da tritt ja einer die ganze Zeit in den Rücken einfach. Und die bam, 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 bam. Das ist ja ein Jumping Coaster. Und boah, das war hart. Aber witzig, aber hart. Und du fährst halt wirklich, wo sind wir hingefahren? Da haben wir Zeitzonen gewechselt unterwegs, dort 3-mal. Das ist echt witzig, das ist echt schnell, total kurios, macht so weit Spaß, aber das ist wirklich Brutus Brutalos sein Vater. Genau, 15 Minuten auf der Uhr und dann kommen Bud Spencer und Terence Hill und dann gibt es aber hier 2 Züge für ein Halleluja oder einer heute. Nur der rote Zug ist unterwegs, aber steht ja auch dran. Wir haben eben von The Boss Testruns gesehen, aber ob sich da was geändert hat, weiß man nicht. Wir machen jetzt einfach die anderen Bahnen und dann gehen wir dahin. Das ist, glaube ich, die sinnvollste Methode. Außer das Ding rast jetzt einmal mit Leuten an uns vorbei, dann gehen wir da schnell hin. Aber ich glaube nicht. Boah, Screaming Eagle, Digga, was ist mit dir? Great Balls of Fire habe ich im Sommer auch, aber der Ring of Fire hier, weiß ich nicht, scheint geschlossen zu sein. Und wir sind hier direkt beim Boomerang. Dann machen wir das. Ah, ist eine Kette davor, höre ich gerade. Also der Ring of Fire ist geschlossen, der Boomerang leider nicht. Aber frisch gestrichen ist er. Dann da ist ja der Sanftfahrlack vielleicht drauf. Was sind das für Bügel? Die habe ich so noch nicht gesehen. Hast du so Bügel schon gesehen? Nee. Hier hinter mir ist eine Refill Station für unseren Season Cup. Und vor mir war gerade einer, der ist aus dem Ausgang rausgegangen. Das sind ja immer so Saloon-Türen. Und der hatte diese nicht, sondern die andere. Und der hatte komplett rote Farbe an seiner Hand. Der hat es Gott sei Dank nur mit seiner Hand aufgemacht und dachte schon, oh wow, cool. Und da steht jetzt noch jemand, der hat das mit dem Fuß aufgemacht, nachdem seine Tochter sich da schon den Ellbogen komplett mit in die Klamotten rot gemacht hat. Ja, hier. Die riecht doch noch Farbe. Flo hat es gerade ausprobiert. Also, und dann hat der Mitarbeiter, der Dude, der da steht? Der Dude, der da steht. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ja, der weiß Bescheid. Nee, der gehört dazu. Der wischt sich gerade den Schuh ab, weil der das ja am Schuh hatte. Weil der das nochmal testen wollte, ob das überall ist. Ja, und dann ist er zu dem Typen gegangen, der da arbeitet und sagt, ja, hier, guck mal, meine Tochter hat auch schon alles voll roter Farbe und der Herr gerade auch. Ja, sorry. Und das war's. Der hat noch nicht mal mich darauf hingewiesen, weil ich hätte ja eigentlich auch aus dem Ausgang rausgehen müssen. Zu sagen, das ist irgendwie frisch gestrichen oder es färbt ab oder was. Ich sag sofort meinem Supervisor Bescheid, nö, einfach gar nichts. Und der Mann auch so, ja, das kann doch jetzt nicht sein, das ist doch jetzt nicht sein Ernst, dass er jetzt gar nichts macht und jeden da reinlaufen lässt. So, hä? Oh Mann. Was sind wir gerade gefahren? Wir sind gerade den Boomerang gefahren. Guck mal, Boomerang. Richtig komische Bügel, ja, habt ihr ja gesehen. Und ja, war also tatsächlich nicht gut. Das Catchcar ist so rumgeeiert auch. So unregelmäßig. Und auch beim rückwärts hochfahren, vorwärts hochfahren, war auch irgendwie komisch. Es war frisch gestrichen, so wie alles hier in der Ecke. Ja, aber die Bügel waren auch so unbequem. Also ich drücke ja eigentlich immer meinen Kopf in eine Ecke, fest an den Bügel, damit es halt nicht so schlägt dagegen. Aber das ging bei denen irgendwie gar nicht. Deswegen habe ich erstmal voll den Schlag abgekriegt. War das hier? Ach so. Hier ist der River King Mine Train, Arrow Mine Train. Hier ist ein großes Schild vor, dass die Größenanforderungen sich geändert haben. Aber man muss nur, hatten irgendwie wahrscheinlich ein größeres oder niedrigeres Mindestgröße. Das Größe. Also für uns ist das nicht relevant.
Juhu. Ja, nichts Schreckliches. Ist das voll? Die Mädchen gehen hier rein, dreht sich gerade erschrocken um und dann raus. Ich dachte, oh Heiliger. Hab ich auch gedacht. Aber hier ist jetzt Das sind 2, 3 Züge höchstens max. 50 Leute oder so. Ja. Okay. Okay. Wenn fast überall Walk-On ist, dann ist das natürlich die 2 Züge. Das geht nicht. Aber es ist auch, glaube ich, nur einer auf dem Track, weil ein Zug steht da unten. Ja, sieht so aus. Fühlt sich auch so an, weil es ist keiner in der Station. Also, ja. So, jetzt trinke ich mal einen Schluck, Kinder. She's small, but she's boned. She is 53 years old. Enjoy the ride on the River King Mine train. Was ist mit dem Asphalt hier? War jetzt über, ist egal. Also von hier ist der rausgeschüttet worden hier hin. Ja, Mine Train von Arrow. Was ist mit dem Wasser hier? Schaum. Ja, wie zu erwarten, Rack-Fahreigenschaften, ganz lustig. Ja, ist halt ein großer Family Coaster, so ein Mine Train. Ne? Das ist immer eigentlich gut. Und selbst ein sehr schlechtes ist ja ganz cool. Hat 3 Lifte. Auf dem ersten Lift sind sogar noch Mitarbeiter wie bei den ganzen Lifeguards auf den Wasserbahnen. Weil du auch für alle 3 Reihen, die ein Wagen hat, eine Bügelstellung hast. Ich weiß nicht, wer sich das früher ausgedacht hat. Und in diesem Land ist das Ganze auch möglich, ohne Gott zu fahren. Weil das war halt immer so und dann bleibt das immer so. Auch wenn man sonst immer irgendwo nochmal nachträglich Gurte reinfummelt. Frag mich nicht. Aber geil ist also der letzte Part durch diesen Tunnel, wo es elend weit runter geht. Das schon, das bockt schon. Wenn ihr schon mal Big Thunder Mountain in Disneyland Paris gefahren seid und der Start, der geht ja auch direkt in diesen Tunnel. Das ist einfach geil. Das ist einfach Thrill. Du weißt nicht, wo es hingeht. Es ist dunkel. Oder es war auch bei unserer ersten Fahrt auf, wie heißt denn dieser Dive Coaster dann, Alton Towers? Oblivion, genau. Da sind wir das erste Mal gefahren, da war es draußen schon dunkel. Dementsprechend dunkel war es auch in dem Schacht, wo du reinstürzt. Das war auch gruselig. Tsunami Soka ist ein toller Name für das Splash Battle. Ist das so ein Muckrat Splash Battle, ne? Also keine Angst, das ist geschlossen, ne? Du meinst Lachan? Es könnte eins sein, aber oh, das ist aber schon länger verwaist. Ach, das sieht ja nicht toll aus. Nächster Stop für uns ist der Vekoma MK1200 Ninja. Ja, machen wir mal, ne? Natürlich kommt jetzt auch ein bisschen mehr Regen, das macht das Ganze sehr viel angenehmer. Das sieht nicht rund aus, aber der prügelt da nicht so durch. Der fährt was entspannter. Und da ist noch Batman. Ja, jetzt gut, als wir die Jacken dabei haben. Das ist wirklich gut. Ja, es ist wirklich gut, aber ja, Mann, das nervt auch. Wo müssen wir denn jetzt hier hin? Wir sind einmal an der Bahn vorbeigelaufen schon. Wir fahren sogar mit 2 Zügen auf Ninja. Also das muss man denen lassen. Also da, wo es geht oder wo sie es können, da schieben sie schon Kapazität raus. Ne? Auch wenn hier irgendwie nicht so viel los ist. Also irgendwie wuselt überall ein bisschen was, aber es ist sehr überschaubar. Und ja gut, der Regen macht es jetzt nicht besser. Ninja war ja richtig unterirdisch.
So, Schiffschaukel, geschlossen. Eieieiei. Also Layout ist eigentlich von der Idee, glaube ich, ganz gut, was man so mitkriegt. Aua, ey. Voll krank, wie nah man unter der Liftkettenrückführung lang fährt. Das ist ja, das ist ja ein richtiger Headshopper-Effekt. Aber das ist wirklich, es war unterirdisch von den Fahreigenschaften. Das geht gar nicht. So, jetzt machen wir eben hier mal eine kurze Aufnahme von Batman the Ride, weil der Eingang auf der anderen Seite ist, aber man kommt hier gerade vorbei. Also wir kommen gerade hier vorbei. Eine Mischung aus hässlich und Retro-Charme, den man noch so kennt irgendwie. Nee, ist schon hässlich. Wu-Tang Clan the Ride. Yes, where I'm coming then. Und ich weiß, was ist Lost Place, was ist Backstage und was weiß ich nicht. Das ist aber super gemacht, ne? Ja. Ich wollte gerade, aber da ist gerade noch jemand hochgegangen, deswegen ich verstehe das nicht. Ich habe gerade noch versucht zu sagen, ich weiß nicht, was Backstage, Lost Place oder Thematisierung ist und schon gehen wir falsch. Batman the Ride. Wäre ich nicht im Rahmen, ne? Aber ich habe vor, dazu mal ein separates Video zu machen, weil das ein B&M Inverted Coaster, kennt ihr von der Black Mamba, nur in, ja, hässlich. Und die gibt es ganz oft mit dem exakt selben Layout und deswegen wäre das, glaube ich, mal eine Idee, das einmal zu thematisieren. Wenn ihr Bock drauf habt, dann machen wir es, reden wir mal drüber. Zu viel Gedrücke, Alter, komplett, wenn das ganze Blut, was dein Körper hat, nur noch in den beiden Füßen ist das nicht angenehm. Und die Fahreigenschaften sind auch nicht gut. Es soll Leute geben, die das mögen. Wir mögen das nicht. Aber vom Lift aus habe ich gesehen, dass die Big Boss noch mal um Lift war. Deswegen gehen wir da jetzt rüber. Das ist auch die letzte Achterbahn, die uns noch fehlt. 9 haben wir dann jetzt an der Zahl schon abgehakt. Und wir haben zu lange Ärmel. Mann! 10 vor 2. Das bedeutet 3 Stunden 50 bis hierhin für 9 Achterbahnen. Weil die ja erst um 11 aufmachen hier den komischen Laden. Möchtest du in The Flags Gift Shop? Ja, gucken wir mal drin. Oh, da haben die so, wie der Park ist, haben die das hier als Mütze. Falscher Park. Okay. Okay, das sieht aber immer noch schlecht aus hier. Es ist nämlich immer noch ein Kettchen vorm Eingang. Ach nee, ey. Herzlichen Glückwunsch, ey. Warum machen die in Testruns aber die Kiste nicht auf? Das ist ja jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen, seitdem da irgendwas war. Und wenn man Testruns macht, hat man ja auch vor, noch mal zu fahren, theoretisch. Müssen wir überlegen, wie lange wir das jetzt hier aussitzen, weil wir sind nicht eigentlich durch mit allem. Wir sind gerade noch mal durch den ganzen Park hierhin zurückgelaufen. By the way, ist Supergirl Flying Sky Flyer, oder so wie das heißt, auch geschlossen. Und so ein Perla Enterprise Verschnitt. Und auch die Pferdereitbahn, die gibt es nicht mehr. Aber das ist, also Pferdereitbahn, das Pferdekarussell. Das ist bestimmt mit den Kids nicht. Oder mit wem auch immer, hier die Steine rauszunehmen und dann das Infield zu schmeißen vor dem Karussell. Ja, wie behämmert muss man sein?
denke, das muss man auch mal sauber machen. Ja, wir haben jetzt mal ein bisschen geguckt. The Boss ist immer noch zu. Maintenance macht irgendwas in der Station oben und unten. Man weiß es nicht genau, was die machen. Vor allem verstehe ich nicht, warum man Testruns fährt. Und dann so, oder ein Testrun fährt, dann wieder so viel Zeit vergeht, bis man irgendwie nochmal einmacht. Weil du fährst ja erst los mit Testfahrten, wenn du alles soweit ready hast. Aber man weiß noch nicht, was es ist. Wir gehen jetzt zu Justice League, dann machen wir das jetzt und dann gehen wir nochmal hier hin und dann gucken wir mal, dann überlegen wir uns so Zeit, die wir warten, bis irgendwie was passieren muss, um dann zu entscheiden, wie es weitergeht. Beziehungsweise zu sagen, okay, dann wird das Ding wohl nicht mehr aufmachen. Man weiß es halt nicht, was es ist. Wir haben erst überlegt, könnte wegen Regen sein, aber die basteln da, also deswegen Regen wäre halt keiner da. Stimmt. The youngest member of the Justice League and the team's technology expert. See, Luthor has used his vast wealth and resources to monitor each member of the Justice League in action and identify our individual weaknesses. The Flash and Green Lantern have already been captured. Only Superman, Batman, Wonder Woman, and I are left to defend Metropolis. That's why we're recruiting brave citizens like you to join. Based on intel we've gathered from out in the field, we believe our friends are being held at LexCorp headquarters. So, wir haben Justice League gemacht. 5 Minuten Wartezeit, Nacht also. Wo haben wir 15 Minuten, dann die 5 Minuten und sonst war Walk On. Ja. Nur beim Mine Train haben wir einen Zug gewartet. So, ich bin jetzt am Start. Batman ist der coolste Superheld, jetzt ist es raus, ich bin Batman. Habt ihr Batman und mich schon mal zusammen in einem Raum gesehen? Ja, genau deswegen nicht, weil ich Batman bin. Was eine lieblose Extended Q-Line. Justice League, interaktiver Dark Ride. Die Sachen, die keine Leinwände sind, sind richtig, richtig gut. Vor allem auch der Joker, leider ohne Feuereffekt, aber alle anderen Effekte so. Das Moving Car, das ist cool. Und ja, das Setting, das hat auch immer noch diesen ja, Oldschool-Vibe von Universal, Warner, Dark Rides. Finde ich total gut. Ja, das Geschieße brauche ich grundsätzlich nicht und Geschieße, was überall hingeht, außer da, wo ich hinziele auf der Leinwand, brauche ich noch weniger. Fast 200.000 Punkte trotzdem gemacht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingeschossen habe. Wir haben jetzt einen Plan. Wir gehen jetzt hier in die Zaubershow von hier Bob Ross oder wie der heißt. Brad Ross. Brad Ross. Sieht aus wie Mark Terenzi, Alter. Ach so, auch. So, und der Plan sieht vor, wir gucken uns jetzt die Zaubershow an und dann fahren wir The Boss. Dann haben sie das gefixt, was sie da fixen. Oder auch nicht. Aber Justice League, cooler Dark Ride. Fand ich geil. Und wenn du das jetzt, wo Screens sind, ersetzt durch richtige Sets, 1A. Machen sie aber nicht. Oh, das Riesenrad ist auch so hässlich mit diesen Knastgondeln. Ne? Sieht man jetzt auch zum Glück nicht. Warum sollte man 10 Minuten vor Showbeginn auch die Leute schon reinlassen, wenn es den ganzen Tag regnet? Die machen Durchsage auch, ne? Ja. Kommt jetzt und du denkst so, oh, schnell. Und hier so. News. Hallo? Hallo. Ich weiß nicht warum, aber das Kabel gehört eher da rein. Statt an den Boden. So, in 6 Minuten soll es losgehen. Wir inspizieren schon die Blumentöpfe. Oh, da kommt wieder jemand, Er stellt sich aber vor die Tür, als ob er nicht möchte, dass jemand, also er möchte auch nicht, dass jemand reinkommt. Jetzt guckt er auf seine Taschenuhr. Was? We have a Six Flags Day. Magical Must-See Show. Findet um 15 Uhr nicht statt. Wir stehen jetzt die ganze Zeit hier ziemlich blöd rum und jetzt kam gerade ein Mitarbeiter raus wir haben jetzt 15 Uhr.
um zu sagen, dass wegen technischen Problemen die 15 Uhr Show nicht stattfindet und wir sollen doch die 17 Uhr Show gucken. Die eine Kiste ist kaputt, wo der reinspringt vielleicht. Ja, vielleicht klemmt die Kiste, kommt keiner mehr raus. Gut, die Show ist down. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie erlebt, dass eine Show ausfällt, weil es irgendwie nicht funktioniert. Zamperla Disco fährt übrigens auch nicht, wenn wir schon bei den Sachen sind, die hier nicht fahren. Aber die eigentlich, dass in 17 Uhr noch jemand hier ist? eigentlich nicht. Naja. Was ist das denn bitte? Wir haben jetzt echt, wir waren jetzt so cool. Komm, wir gucken jetzt die Show. Toll. Ich hätte jetzt auch mal voll das Interesse daran, wie das ist und so. Ja, also ich habe so zwei Herzenschläge in meiner Brust. Das eine, dass ich denke, boah, ich bin in den USA, das muss eine spektakuläre, krasse Show sein, die mich gleich erwartet. Und das andere, ich will schon sehen, wie schlecht das wirklich ist. Aber ich glaube, das wäre gar nicht kacke gewesen. Nee, glaube ich auch nicht. Aber Show, Entertainment, das kann man hier in diesen Ländern. Nicht wie Freizeitparks gestalten oder Riesenräder. Dann gehen wir jetzt mal schauen, ob das ein Six Flags Day durch und durch wird und wir mit einem Lost Count hier rausgehen. Und meine Lockern dazwischen. Oh, sorry. Da kann ein Igel wohnen, würde ich mal sagen. Pandemonium ist übrigens auch gerade geschlossen. Also, ich habe gerade gesagt, mach doch einfach den Park zu, schick die Leute nach Hause. Und jetzt nicht einfach so die Rides nach und nach schließen. Sieht schlecht aus, da ist das Licht an auf der Blockbremse da oben, also nach dem zweiten Lifthill. Wir gehen aber noch mal gucken bis zur Station. Das machen wir noch. So, jetzt haben wir auch Gewissheit, The Boss bleibt rot. Bleibt uns verwehrt. Das ist sehr schade, weil das Ding ist gigantisch groß. 2 Lifthills, wo der zweite schon größer ist als deine Mutter. Wo stehen wir denn jetzt? Achso, das ist Habe ich noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Ich habe eben hier drin gestanden. Aber der Blick jetzt da lang. Wie wir geguckt haben. Stimmt gerade. Weil wir sind ja auch eben lang gegangen, schon 100 Mal, aber immer mit dem Blick nach dahin. Ja. Da lief gerade noch eine mit einer Warnweste hier rum, die irgendwie auch dann irgendwie am Ride rumgerannt ist. Und das ist eine der Operatorinnen gewesen vom The Boss. Und dann haben wir gefragt, also du weißt eigentlich, du kriegst keine Antwort, weil die keine Antwort geben können oder wollen. Ey, wie sieht's aus? Nicht wie lang noch, weil das kann ja wirklich keiner beantworten, das ist eine dumme Frage. Meinst du, heute macht ihr noch mal auf? Und da war sie schon so, Und das ist immer schon schlecht, weil die sind immer alle, ja klar, das ist, fahr so lange was Halbe anderes. Stunde. Jetzt kam sie gerade zurück, weil wir gerade noch gequatscht haben. Grüße an Max und seinen nicht countenden Kompagnon, der mit auf der Tour dabei ist. Da kam sie jetzt gerade zurück, hat jetzt auch ihr Täschchen dabei, die Weste nicht mehr an, mit der Supervisorin von dem Ride oder von der Area und geht in Feierabend. Also es sah sehr, sehr stark nach Feierabend aus. Und ich sage mal, nee, das ist heute, wird das nichts mehr. Also vor allem, wenn du jetzt die Operator nach Hause schickst. Selbst wenn sie es jetzt gefixt kriegen würden, was ich nämlich nicht glaube, dass das jetzt noch geht, weil die ja schon seit 3,5 Stunden dran sind. Jetzt haben wir keine Operatorin mehr. Daran wird es jetzt nicht scheitern. Entweder nehmen wir andere und wir kriegen es selber auch hin. Aber ja, The Boss bleibt also verwehrt. Riesige Holzachterbahn. Schade Schokolade. Ist ja einer meiner Lieblingsparks. Ich würde ja gerne noch mal hier hinkommen. Wir kennen ja den Weg, wir sind ja das zweite Mal schon hier. Aber wir sind auf jeden Fall 9-mal mehr Achterbahn gefahren als beim ersten Mal. Wir können ja auch ins Outlet fahren und dann wiederkommen. Wir haben ja einen Season Pass. Komm mal kurz vor 6 mal wieder gucken, ob die auf ist. Ja, das können wir auch lassen, weil wir jetzt noch 3,5 Stunden fahren. Und genau. Und irgendwie war hier so eine Incredible Pizza Company mit einem Count, aber die gibt es auch nicht mehr in der Nähe. Das letzte Mal, als wir hier waren, hatte die nämlich auch zu an dem Tag. Das war, glaube ich, ein Dienstag. Da hatten die Dienstag Ruhetag. Oder Montag? Ne, es war auch ein Montag, war das, glaube ich. Weil da war freitags, hieß es nämlich dann noch, der Park hat auf. Und dann war Montag. Nö. Oder Dienstag. Dienstag waren wir hier, Montag haben sie gesagt, nö, wir machen morgen nicht auf. Da haben wir aber natürlich nicht nochmal am Montag geguckt. Ja, war jetzt nichts, ne? We have a Six Flags Day. Ich erzähle gleich weiter, die Musik, die macht uns alles kaputt. Die sind so traurig jetzt. Und so hässlich, die Capes, ne?
Das ist auch ein bisschen kläglich hier. Ich glaube, das hier das liegt jetzt wirklich am Wetter. Das ist nicht so schlimm eigentlich. Ja. Und ehrlich, ich habe es gerade gelesen, ohne das zu lesen, weißt du? Wenn man sowas liest und dann noch... Was macht der da? Was macht der Typ da? Sehr lächerlich. Das Ergebnis seht ihr auf jeden Fall noch. Wie er auf dem Boden fixiert ist. Also an dem Schild bin ich ehrlich gesagt vorbeigerannt, ohne es wahrzunehmen. Aber wie hemsärmlich bitte, oder also wie lieblos die Sachen da drauf magnetisiert sind. Also das ist ja, wie viel da fehlt? Ja. 97% Regenwahrscheinlichkeit, ja? Ab 18 Uhr, dann war es ab 17 Uhr und jetzt war es ab sofort. Ja, ab wenn ihr ankommt. Ja, aber die Öffnungszeit, die ist ja auch jetzt erstmal tagelang gleich. Das musst du ja einmal anständig. Also du ladst da ja auch rein. Diese ganzen Sachen, die einfach nicht laufen. Also Catwoman, die hatten glaube ich nicht aufgehabt. Nee. Der Buccaneer, diese Schiffsschaukel. Ja. Also und was nicht noch alles einfach. Du bist auch und ja, Ja. ganz viele Sachen. Ja, gut. So viel ist das halt auch wert. Waterpark ist auch noch geschlossen. Ja. Irgendwie, ne? Oh, okay, da bin ich. Was? Du filmst glaube ich dahin, habe ich gesagt. Es sah aus, als ob du dahin filmst, ich hier stehe. Hallo, der Wasserpark ist geschlossen. Auch hier gibt es wieder Ladesäulen auf dem Parkplatz. Die werden in St. Louis aber nicht genutzt. Aber es ist auch nicht so voll. Also, was ist das denn für ein geiler alter Mustang? Oh. By the way, die Autos, die alle hier stehen, auch die komplett zerstörten, die man nicht repariert, die haben alle Preferred Parking nochmal extra gekauft. Was statt $30 kostet oder so. Ne? Ich habe es jetzt gar nicht gesehen, aber also in Fiesta, Texas war es auf jeden Fall 70. Es sind 5 Reihen, die normal zugeparkt sind, beparkt sind, was auch immer geparkt sind. Also wirklich, die sind so bekloppt hier und geben so viel Geld für so einen Quatsch aus. Also deswegen funktioniert das ja, deswegen wurde das ja angeboten, weil Leute das machen. Guck mal, wie viel Platz hier für Preferred Parking ist. Und das Geilste ist wirklich, wenn du das machst und du stehst hier. Und dann, ja. Aber die denken sich, ja, die 5 Meter habe ich mir trotzdem gespart, ja, damit ich bloß nicht zu viel Kalorien verbrenne. Ja gut, die fahren dann mit dem ECV. So, wir haben 3:43 auf der Uhr und da gibt es jetzt erstmal Sprite Plus Tea. Probieren wir das mal. Ich hoffe nicht, dass es geil ist. 230 Kilokalorien pro Flasche. Ja, leider geil. Ja. Ist rot? Ist richtig rot. Mhm. Schade Schokolade. So. Ist nicht blau. Auf welche Straße? Auf die Old Route 66. Da waren wir schon mal. Sehr viel waren wir da sogar schon mal. Da fahren wir gleich wieder hin. Ich weiß nicht, ob die das wirklich ist oder ob das... Aber welche Route, es gibt doch nicht mehrere Route 66. Nee. Also ja, aber eine Old und eine neue. Aber wir waren jetzt gerade tatsächlich vom Navi auf die Old Historic Route 66 geschickt worden. Für ungefähr 5 Meilen oder noch nicht mal, glaube ich. Und jetzt wäre die halt links runtergegangen. Schade, dass wir die nicht komplett fahren, weil da kommt man halt an, so wie wir das zumindest mitbekommen haben, an coolen Orten vorbei. Ja. Wir sind an coolen Orten vorbeigekommen, als wir die gefahren sind. Wir sind die ziemlich viel gefahren. Ja, wir sind die ziemlich viel gefahren und wir sind an ziemlich vielen coolen Orten vorbeigekommen. Und jetzt sind wir aber wieder auf dem, was auch immer für eine Straße, 100. Highway. Nee, nicht Highway. Nee. Das ist einfach nur eine Route oder eine Road. Eine Road 100. Road 100. Aber da steht immer noch Old Route 66. Hier. Ja, die läuft hier parallel.
eigentlich lang. Also das ist jetzt Naja, Wild Horse Creek Road. Ich weiß nicht. du und deine Wild Meinst du, man Horse. kann auf der Creek Road Wild Horses sehen? Wir fahren eh da lang, das kannst du ja prüfen. Wir müssen nämlich da lang. Dann gucken wir mal, ob wir ein paar Wild Horses im Creek sehen. Ja, das, so wie das Schild das sagt, schon. Der bestimmt zwei und sein Flaggenhalter. Ich brauche einen Flaggenhalter für den Raptor. Auf jeden Fall reichlich Stau. Jetzt wollen wir wieder, aber die Welt geht die ganze Zeit komplett runter. Juhu! Was man vielleicht mal noch erwähnen kann, wir haben schon viele Plakate, Banner oder Bemalungen an Häusern gesehen, wo man immer noch Trump toll findet. Dann gibt es manchmal Schilder, so gebastelte am Straßenrand von Highways, Interstates. Ich fahre schon zu schnell, mein Herr. Nun gut. Gestern war das, glaube ich, das war Hell is real. Ja. Dann ganz viele Plakate, die gegen Abtreibung sind oder gegen Schwangerschaftsabbrüche, dagegen wettern oder Unterstützung geben wollen, dass man das bitte nicht machen soll. Und ganz viel Jesus, Gott Geschwurbel. Und im Zuge dessen heute Morgen auch faszinierend gewesen. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber bemerkenswert, auffällig. Da war ein Paar, was zum Frühstück gekommen ist und die haben sich dann auch als hingetan und dann sich an die Hände genommen und dann wurde erst mal das Tischgebet gesprochen, bevor man angefangen hat zu frühstücken. Fand ich spannend, weil man kennt das sonst nur so aus Filmen. Also ja, manche von euch haben das vielleicht auch zu Hause. Bei uns zu Hause gab es kein Tischgebet, sagen wir es mal so. Und bei uns beiden zu Hause gibt es auch kein Tischgebet. Aber so ein lautes Gebet morgens in so einem ollen Frühstücksraum fand ich gerade bemerkenswert, erwähnenswert jetzt für diesen Vlog. Wir sind jetzt immer noch 2,16 unterwegs, werden wahrscheinlich gleich dann zwischendurch mal kurz tanken, wenn sich das dann ergibt, und dann rollen wir weiter hier die Straßen runter. Auch wieder hier Karte rein, PIN rein und dann geht es einfach los mit dem Tanken. Wenn man sich den Treibstoff ausgesucht hat, den wir natürlich genommen haben. Das in dem Fall auch. Ja, praktischerweise für uns jetzt ist Diesel teurer in diesem Land als Benzin. Erschrocken? Ja, immer. Und alles drei auch wieder aus den einen Haaren. Auch nicht zu groß. Nicht, dass es nur einer lesen kann. Leute, wir haben kurz einen Pipi-Stopp an der Tankstelle gemacht und ich habe mir eine Gurke mitgenommen. Ich mache die auch jetzt hier auf, weil ich nicht weiß, wie viel Wasser da drin ist. Eine Gurke? Nee, das sind doch so Scheiben, oder? Das sind Scheiben. Ja. Die anderen waren eine ganze Ja. Gurke. Geil. Lecker. Mega. Hier nichts über eine Gurke.
So, nach 4 Stunden im nächsten Hotel angekommen. 2 Queen-Size-Betten wieder. Der größte Fernseher der Tour. So weit unten, das sieht auch keiner mal was. Ja, übliche Mikrowelle, Kühlschrank, ein Sesselchen, ein Tresor, Klimaanlage. Wir sind in der 2. oder in der 1. Etage, je nach, in der 2. Also wir sind, ja, ihr wisst, was ich meine. Schön, oldschool. Peoples, wir sind durch. Das wär's. Wir haben gegessen. Es gab den Super, wie ist deiner? Famous Burger. Den Famous Burger bei der Uschi und ich hatte den Mushroom and Swiss. Sehr lecker. Mal was anderes und ja, ist schon spät, geht ins Bett, nachdem wir jetzt auch die ganzen Speichermedien leer ziehen und backuppen. Das jetzt noch und ja, am Ende dauert das trotzdem jetzt noch eine Stunde und dann wartet, aber ist es spät, wir sehen uns morgen früh wieder und fahren, nachdem wir heute vom Park hier zum Hotel 4 Stunden gefahren sind, morgen nochmals vom Hotel zum nächsten Park 2 Stunden. Was der erste Park wird, wo wir nicht mit unserem Season Pass reinkommen. Also wir können das mal probieren, aber theoretisch, also da kommt man eigentlich nicht mit hin, weil die nicht dazu gehören. So, das aber dann im nächsten Vlog.